Um den Dämpfer beim Strive zu montieren bzw. demontieren, benötigst du folgende Werkzeuge. Das Presstool, welches du über unseren Webshop bestellen kannst, einen 5 mm und einen 6 mm Sechskantschlüssel, einen Drehmomentschlüssel bis 20 Newtonmeter, einen Lappen und eine mittelfeste Schraubensicherung. Kommen wir zur Demontage. Stell dein Bike so ab, dass du von allen Seiten gut daran arbeiten kannst. Betätige den Shapeshifter einmal, um sicherzustellen, dass du im XC-Mode bist. Öffne den oberen Dämpferbolzen und lege die Bolzenteile auf die Seite. Danach kannst du den Dämpfer oben nach vorne schwenken und ihn vorsichtig auf dem Lappen ablegen. Jetzt musst du das Presstool ansetzen. Um es richtig zu machen, steckst du zuerst die Schraube durch das Loch und schraubst von der anderen Seite das Gegenstück mit der tiefen Seite zuerst auf. Drehe nun das Presstool komplett zusammen. Damit drückst du den Pin aus der Dämpferaufnahme. Achtung, der Pin befindet sich danach im Presstool. Jetzt kannst du den Rahmen vorsichtig auf den Dämpfer ablassen. Entnehme die Distanzscheiben und lege sie zur Seite. Danach kannst du die untere Dämpferschraube lösen. Halte den Rahmen mit einer Hand hoch und zieh mit der anderen Hand den Dämpfer vorsichtig heraus. Lege den Rahmen danach ab und klemme den Lappen als Polsterung hinter das Sitzrohr. Kommen wir zur Montage. Bevor du den gewarteten Dämpfer einbaust, sollte die Dämpferaufnahme sauber sein. Reinige die Aufnahme gründlich mit einem Lappen. Danach musst du den Rahmen anheben und den Dämpfer zuerst in die untere Aufnahme stecken. Um Kratzer zu vermeiden, solltest du den Lappen zwischen Dämpfer und Unterrohr klemmen. Auf das Gewinde der unteren Aufnahme solltest du einen kleinen Tropfen der Schraubensicherung auftragen, bevor du den unteren eingefetteten Dämpferbolzen anziehst. Schwenke die kleine Anlenkung über das obere Dämpferauge nach vorne. Schiebe zuerst den Dämpferpin über die Montageschraube und danach erst den Konus. Führe die Schraube von einer Seite ein und fädle sie dabei zuerst durch die eine und dann durch die andere Distanzscheibe. Setze die Hülse des Presstools mit der flachen Seite an und schraube sie auf. Ziehe den Pin bis zum Anschlag an und demontiere das Presstool wieder. Die Seiten der Lagerstellen solltest du etwas fetten. Schwenke das obere Dämpferauge zwischen die Gabel der Gasfeder. Achte dabei darauf, dass die Gabel nicht verdreht ist. Trage etwas Schraubensicherung auf das Gegenstück des oberen Dämpferbolzens auf und setze es wieder ein. Nicht vergessen, fette den Dämpferbolzen ein. Danach kannst du den oberen Dämpferbolzen montieren. Klippe die Kunststoffabdeckung vorne wieder runter, falls sie sich bei der Montage gelöst hat. Ganz wichtig, schraube beide Dämpferbolzen mit 12 Newtonmeter fest. Das war's schon. Der Dämpfer ist jetzt fertig montiert und dein Bike wieder einsatzbereit.